zu unserem ersten richtigen eigenen Musikvideodreh. Der findet sogar in einem Studio statt. Ich hätte nie gedacht, dass unser erster Dreh so professionell wird. Ja, ich auch nicht. Ja, wir haben richtig viel Aufwand mit unseren Kostümen betrieben. Das könnt ihr nachher bewundern. Wir haben gefärbt und geschnitten, hauptsächlich zerschnitten. Wir haben einfach Sachen zerschnitten und zerrissen. Und Aber so macht Spaß. ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Das mache ich voll gerne, Sachen zerstören. Ja! Es ist Ellies Ding. Es ist Ellies Ding. Willkommen! Ja! Wollen wir runter? Das habt ihr gerade verpasst. Wie dieses schöne Ding hier jetzt. Oh. Schöne Ding hier jetzt auf dem Boden liegt. Wer hat's getan? Wir haben so viel Geld, wir können sogar mal weg, aber auf dem Boden werden. Ist scheißegal. Oh Mann, Wie viel mehr brauche ich denn? Halt überall ein bisschen was. Siehst du, so macht man das. Sie ist brav. Drehtag 2. My strings are linked to your fingers. You move, I move, I'm your puppet. We are delicate creatures. My heart depends on your strings. I can't help it, I'm your puppet. I can't stop it, I'm your puppet. I'm your puppet. Okay, alle Mann. Wir haben hier ein 5-Gänge-Menü am Start. Ellies Eltern sind wahre Engel. Sie haben hier so viel für uns vorbereitet. Wir haben hier Brot, dann haben wir hier Fleisch für die Fleischesser, haben wir Milch für die Milchesser, naja, Käse, ein paar Eier. Das Frühstück. Ja, das ist noch von gestern. Da musst du ranzoomen bitte. Da paaren gerade Fruchtfliegen. Aber euch ist interessant, da ist ja echt nichts los. Das ist so statisch. Hier haben wir die Früchte und wenn wir bitte einmal ranzoomen. Ja, hier ist das Shit. Zoe hat sich ihre Banane... Tatsächlich kam Moritz vorhin und war so, oh, Mist, Zoe. Wir befinden uns im Badezimmer. Das Äquivalent für die Maske. Ich weiß, wie nennt man den Raum, wo die Maske gemacht wird? Gibt es dafür einen Fachbegriff? Nee, Maskenraum. Okay, Maskenraum. Super. Für heute und morgen ist es der Maskenraum. Hier sehen wir unsere süße Ellie. Hat schon Locken bekommen. Unheimlich niedlich. Oh Mann, du hast jetzt gerade genau so eine Frisur wie die Mädchen in den 40ern immer. So, weißt du, dieses... Ja, genau so. Wir tragen erstmal eine dünne Schicht Make-up auf, weil wir müssen erstmal gucken, welcher Ton das ist. Weil wir haben hier erschwerte Lichtbedingungen. Es sieht gerade richtig angenehm aus. Es sieht gerade aus wie eine Gesichtsmassage. Ja, das fühlt sich aus. Yeah, I need you in my life right now, baby. Come on. Don't stop, come on, get your hands up. We feel free when we get a run of good luck. Don't stop, come on, get your hands up. It feels right, come and hold me, baby. Don't stop, come and get your hands up. Kiss me, cause I got a run of good luck. Don't stop, come on, get your hands up. Yeah, feels right, come and hold me, baby. Ich bin fertig, guck mich an.
Warte, man sieht das nicht. Guck mal. Mit Glitzer. Oh, shiny, shiny. Wunderschön. Weil ich bin ja eine Plastikpuppe und deswegen erzähl mir so. Sie hat das so gut gemacht. Oder? So puppig einfach so. Hallo. Perfekt. So. Sehr schön. Na, dann lass uns mal runtergehen. Man sieht es auf der Kamera nicht so sehr, aber die Nebelmaschine wurde ganz offensichtlich getestet. Oho. Okay. Das hier geht in dem Raum ab. Hier Technik. Ganz viel. Technik, Requisiten. Zoe. It's right. Ja, dann zeigen wir halt nicht die Ecke. Ja, also das läuft ja auch. Wir sind in Magdeburg, Hallo. falls wir das noch nicht erwähnt haben. Willkommen in meinem Badezimmer. Hier bin ich groß geworden, in diesem Badezimmer. Im Badezimmer. Gestern haben wir Close-Ups, Mundbewegungen, Gesang gemacht mit den Strängen. Das lief ganz gut, das hat auch richtig Spaß gemacht. Ja, Ja, das hat wirklich Spaß gesagt. gemacht. Heute geht's weiter mit unserem Schauspieler, Ja. den ihr im Musikvideo sehen werdet. Ja, wir müssen Florian Vielleicht nochmal mit vorstellen. Ich bin der Florian, ich bin Schauspieler. Ich bin vordergründig der, der die Fäden zieht, aber eigentlich ziehen die Mädels die Fäden. Ja, der ist lieb. Haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Der passt auch voll in die Rolle rein. Das habe ich am Anfang irgendwie gar nicht so richtig gedacht. Weil wir haben uns, also ich habe mir den halt ganz anders vorgestellt. In meiner Ursprungsidee. Also hauptsächlich ohne Bart. Aber auch irgendwie, ja, Es einfach passt. so ein ganz anderer Typ auch. Ich hatte einen ganz anderen Typ im Kopf. Sehr positiv überrascht, dass er so gut doch reinpasst. Ja, Ja, ich auch. was ich meinte ist so, dass er mich so an Geppetto erinnert. Und Ja. deshalb geht es so mit den Puppenrollen überein. Also es ist einfach auch so krass, dass wir das tatsächlich machen können, weil wir haben no budget. Voll krass, dass das funktioniert hat und dass wir auch so viele talentierte, engagierte Menschen gefunden haben, die das einfach mit uns machen, so. Einfach weil sie das Projekt gut finden. Das ist voll toll. Oder den Song. Ja. Wir sind sehr dankbar für die Leute, die sich mit uns da reinhängen. Weil das sonst einfach nicht möglich wäre. Oh, babe, the way you hit me, I just gotta be frank. Yeah, you're funny, cute and pretty, and you're burning all the fuel in my tank. But that's alright. And we disco it together in the dead of the night. And we'll keep dancing forever, 'cause we're never giving up what's right. No, no, no. Yeah, I never wanna think of change. Du magst ja den Geruch, aber ich finde, es riecht irgendwie so wie so Kinderparfüm. Kinder, es gibt Kinderparfüm. Konzentrierte Gesicht dabei. Kiste? Ja. Sie ist heute der Superstar. Alles dreht sich nur um sie. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich glaube nicht. Ich weiß was auch nicht, deswegen habe ich mich ja... Deswegen Das wäre noch nicht eine Solo-Karriere. Deswegen heißt so, einer von euch macht das. Nein, deswegen habe ich mir euch beide gesucht, damit ich So, nicht dass du das alleine machen bin. kannst. Das sind so deine zwei mehr als Backup-Dancer. So das Kompliment des Jahrtausends. Das ist mehr als eine Backup. Ich war Fame, seitdem ich geboren worden bin. Ich bin in einer dieser Windelwerbungen das Baby. Okay? Ja. Oh mein Gott! Gefällt's dir hier bei uns am Set? Gefällt's mir immer. Bisschen. Macht es Spaß, den bösen Boss zu spielen? Klar. Ich will immer so sein, wie ich sonst auf keinen Fall jemals sein würde. Also ich fand's lustig, eine Puppe zu sein. Wie fand ihr das? So, also ich lag halt still im Regal. Ja, ich auch. Mir war kalt. Was ich gedacht habe, war so, ich bin zwar richtig still, aber bin ich wirklich still? Was ist bei mir so? Also ich hatte vor allem Probleme mit dem Atmen. Ich lag ganz komisch in dem Regal und musste mich so ein bisschen hochdrücken, weil ich ja eine Porzellanpuppe war. Ich sollte ja nicht auffällig atmen. Und war so... Ich habe einfach für den Part, wo er an uns vorbeigegangen ist, die Szene ist übrigens letztendlich nicht mit drin, habe ich die Luft angehalten und es war so anstrengend, weil ich meine Bauchmuskeln anstrengen musste und dann da war ich noch die Luft an, aber so... Wo habt ihr eigentlich den Rest von dem Video aufgenommen? Also die, was im Trailer zum Beispiel ist.
Es war richtig spät und richtig kalt. Und es war arschcreepy. Es war richtig gruselig da, weil da war halt kein Licht, bloß das Licht, was wir da aufgebaut haben. Und dann waren da auch noch so viele Jugendliche. Leute und waren so, was macht ihr? Das war ein bisschen nervig, da kamen halt zwischendurch Leute, die ihre eigene Musik abgespielt haben. Und das war so, ist das euer Ernst? Das war die erste Bühnenshow vor Publikum, ne? Im Prinzip war es das. Die Leute waren betrunken, haben ihre eigene Musik abgespielt. Ja. Leute, Melon-Quatsch Premiere und dein Debüt. Meet and Greet. Ich wette fest damit, dass ihr in 10 Jahren so fett große Konzerthallen füllt. Und dann ich sagen kann, ich war im ersten Video dabei, ich krieg immer freien Eintritt. Du darfst auch mit auf die Bühne. Okay. Aber dann in dem ersten Dress. Und mit so 2 kleinen Puppen von euch. Und ich so über die Bühne laufe. Die Vorband, du kommst erstmal an mit deinem Püppchen. Ja, mal vorbei. Ich war da, als wir ausgerollt haben. Stimmt. Wow. Nein. Mel Crush. Eigentlich ist jetzt unser Lied auch drauf. Moritz, sag mal, wie geht's denn jetzt so? So mit dem Rap so. Ehrlich gesagt, ich bin sehr erleichtert. Ja? Zahlen waren eine schwere Geburt, muss ich ehrlich sagen. Aber auch wenn wir mehr Glück als Verstand hatten, ist es ein geiles Projekt geworden. Also wirklich, wir haben wunderschöne Bilder, wir haben echt schöne Momente. Geil! Ja, und Felix, dich habe ich heute erst kennengelernt, aber sag mal, wie fühlst du dich so nach dem Rap? Ich fühle mich sehr gut nach dem Rap. Hervorragend. Ist ja auch noch ein bisschen was vom Sonntag übrig geblieben. Das ist ein Wunder, ne? Ja. Das hätte man nicht erwartet. Wir nerven mal den Hans. Was geht ab? Was geht ab, Hans? Du musst noch ein bisschen was machen, aber heute ist ein Rap. Wie geht's dir damit? Ich bin sehr zufrieden. Sah geil aus, der Rest natürlich auch. Und Bildinhalt war sehr zufriedenstellend. Was kann man da noch groß sagen? Das ist doch schon geil. Jetzt kommt noch der Schnitt. Chaka. Chaka! So, Man Crush, ha? Wow, abgedreht. Und? Was ist das Erste, was dir dazu einfällt? Endlich. Nein. Doch, was noch? Es hat Spaß gemacht. Ich habe ein lachendes und ein trauriges Auge. Ja, ich finde es eigentlich ein- jetzt schade, dass Ja. das jetzt der letzte Dreh war. Normalerweise, das wäre mal, wir haben gedreht und dann hieß es so, okay, nächstes Mal drehen wir weiter. Und dann, man hat das immer im Hinterkopf so, bald wird es wieder losgehen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es das Ende vom Ende. Das Ende vom Ende. Naja. Aber eigentlich geht's jetzt erst richtig los. Ja, ich wollte gerade sagen. Großartig, aber was ist denn der Anfang? Was passiert als nächstes? Verratet uns was. Also das nächste Musikvideo ist schon im Kopf schon fertig. Ja, ideal. Ja. Ich will noch nicht zu viel verraten. Also Warum ich werde nicht? gar nichts verraten. Aber wir würden es so gern wissen. Jeder mal noch 2, 3 Wörter zu den letzten Wochen und Monaten zu Puppet. Komm, Lizzie, 2, 3 Wörter dazu. Darf ich Sätze sagen? 2, 3 Wörter, mehr nicht. Okay, aufregend, kalt, creepy cute. Lenker. Ist das ein Wort? Das ist ein Ding. Ich kann mich jetzt wenigstens noch vorbereiten. Kommt schon. Ich hab das Anstrengend. spontan gemacht. Wird recht, komm, gib's mir. Auch aufregend und gelernt. Ist das Sorry. Neu. Hoffnung. Ich weiß auch nicht. Und doch familiär. Die Großfamilie, da kommt nicht ein Teil der Familie rein. Genau, und die Familie muss jetzt auch zusammenpacken. Also müsst ihr euch jetzt leider verabschieden von euren Zuschauern. Bye bye. Danke Bye, fürs bye. Zuschauen. Wir hoffen, es gefällt euch. Auf jeden Fall. Ich habe schon einen Sneak Peek bekommen. Es ist geil. Zoe und ihre Banane. Das ist wahre Liebe. Gibt's ja noch das Essen, das ist ja immer noch irgendwo da. Papa kommt um 2 ungefähr.